Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein, ich bin heute bei den Modellbahnfreunden Schweich und bin jetzt bei Erich Weiler und er zeigt mir hier die große H0 Dreileiteranlage mit K-Gleisen von Märklin. Hallo. Ja, hallo, guten Abend. Wir sind hier bei der Märklin-Anlage. Das ist unsere größte Anlage, die auch mobil ist, mit der wir schon auf viele Ausstellungen gegangen sind. Unsere größte Ausstellung war die Intermodellbau in Dortmund und wir waren auch in Traben-Trabach bei der Ausstellung in der Loretta-Halle, wo unsere gesamte Anlage mit ca. 50 einzelnen Segmenten vertreten war. Die hatten wir da komplett aufgebaut und das war schon sehr beeindruckend, unsere Anlage komplett zu sehen. Hier haben wir leider nur einen kleinen Teil, der aufgebaut ist, aber der Platz gibt es leider nicht her, dass wir sie komplett aufbauen. Ist aber trotzdem auch schon einiges. Ich habe auch schon vorher mal nachgefragt, diese Anlage hat eine Höhe von 1,3 Meter über dem Fußboden und diese Module sind ungefähr 1,22 Meter breit, 63 tief in der Regel. Nicht alles kann exakt gleich immer sein, aber manchmal eben dann das Standardmaß. Und es ist hier, welche Gegend ist hier nachgebildet? So Im Prinzip hat jeder sein eigenes nachgebildet. Direkt nachgebildet haben wir nichts, also nichts Eifeltypisches, sondern einfach querbeet, wie jeder Einzelne seine eigenen Interesse hat. Hier, wie gesagt, haben wir dann Weinberge, wobei die Region Mosel-Saar natürlich viele Weinberge sind. Hat sich hier einer natürlich damit verewigt. Hier das nächste Modul ist unser Vorsitzender, wollte mal 2 Brücken bauen, hat dann auch eine Fischbauchbrücke, die ja doch recht selten ist, modelliert, wobei auch hier zu sehen ist direkt 2 kleine Raben. Das sind so die Kleinigkeiten, die man dann auf den Anlagen suchen kann, die dann auch sehr interessant sind. Das nächste ist dann natürlich eine Bogenbrücke, wie sie natürlich eifeltypisch nicht ist, aber von der Lage, wie es hier dargestellt ist, ein schöner Blickfang. Er hat dann auch eine kleine Verschwenkung reingemacht, dass nicht immer alles nur geradeaus geht. Hier sind wir jetzt bei einem der ältesten Module. Das sieht man natürlich auch schon. Müsste mal wieder ein bisschen aufgearbeitet werden, aber es hat halt eben den Charme von früher. Das ist hier generell dann mit 2 Gleisen, also Hingleis und Rückgleis. Und in der Regel gibt es dann hier solche Kehrschleifen, Modulelemente. Die dann meistens auch getunnelt sind, wo man dann oben, wie hier in Föhren, ist natürlich zum Beispiel ein Flughafen. Da bietet es sich natürlich an, eine Kehrschleife mit Flughafen zu machen. Also Föhren ist ein Ortsteil von Schweich. Ja, ist ein Vorort dann davon. Und wie gesagt, der Flughafen Föhren ist natürlich ein Verkehrslandeplatz. Hier ist natürlich nur ein Segelflugplatz nachgebildet, aber es passt halt eben zu Föhren und Schweich, weil der Flughafen ist ja doch ein großer Arbeitgeber hier. Dann haben wir hier weiter ein Eckmodul mit Hafenanlage. Das ist eines unserer neuesten Module, was gebaut wurde, schön mit Leuchtturm und Verladung. Hier war auch die Idee, was macht man dann? Dann kam zum Beispiel die Idee, wie hier, so die Kleinigkeiten wieder, ein Auto, was dann im Hafenwasser versenkt ist, mit Polizei und Krankenwagen, was einfach wieder ein kleiner Hingucker ist, einfach die kleinen Geschichten zu erzählen, die eine Anlage so hergeben kann. Dann natürlich auch noch Wasserbau und alles und Schiffe, die fahren. Es ist dann für jeden was geboten, auch dass man richtig rangieren kann mit Kran und allem, wie in einem richtigen Hafen es sein soll. Das heißt, der Kran fährt hier auch elektrisch? Nee. Nicht. Aber leider nicht. Kann man ja irgendwann mal sich noch vornehmen. Ist vielleicht mal möglich. Dann das nächste Modul ist gedacht worden für den Märklin Goliath. Ist dann hier ein Abzweig, wobei bei dem Abzweig normalerweise auch noch ein großes Kloster dabei kommt, das Jubiläumsmodell von Faller, was ich selber gebaut habe, was einfach nur, wo ich das gesehen habe, gab es nur 2 Worte, haben muss. Und das war dann Weihnachten und über Weihnachten habe ich das komplette Kloster gebaut, sodass also jetzt der komplette Goliath-Zug mit Hilfszug, wenn es angesetzt ist, reinpasst. Auch bei dem Kloster gibt es ein paar Einzelheiten, die besonders sind. Der Glockenturm
ist geplant, wenn die elektrisch funktioniert, dass die Glocken 10 Sekunden läuten und dann nachher hatte ich mir vorgestellt, ein Lied der gregorianischen Gesänge soll danach kommen. Was nicht ganz passt, ist Martin Luther. Es war ja vor einiger Zeit das Lutherjahr, da habe ich mir von Fissmann den Martin Luther gekauft. Er ist auch angeschlossen und soll nachher tatsächlich auch, wenn er mit der Faust schlägt, soll es auch zu hören sein. Hier ist auch das K-System verbaut mit Feuerwehr und einem Haus, das brennen soll. Eine kleine Besonderheit, eine kleine Geschichte, die ich hier gerne erzähle. Hier haben wir als Sonderfigur Obama, einer meiner Lieblingspräsidenten aus Amerika. Und wie wir in Traben-Trabach waren, kam ein Amerikaner und ich habe ihn gefragt, weißt du eigentlich, dass Obama hier in Traben-Trabach ist? Er meint, nein, das kann nicht sein. Habe ihm gezeigt, das fand er so toll, dass er ein Fotoapparat ausgepackt hat und ein Foto nach Amerika geschickt habe. Ich habe gerade Obama in Traben-Trabach getroffen. Aber auch hier zum Beispiel die Kleinigkeiten, die Katze auf dem Tisch gehört dazu. Und so wie beim Dorf oder hier die Stadt, wo hier dann der Kreisverkehr ist mit Polizei und Feuerwehr. Hier ist übrigens auch unser Brandhaus mit Rauchgenerator. Da sollen dann nachher 3 Feuerwehrfahrzeuge anhalten, wenn das dann raucht, für dann zu löschen. Aber auch hier wieder die Kleinigkeiten, zum Beispiel hier ein Exhibitionist. Den zeigen wir jetzt ja von der richtigen Seite, dann haben wir keine Probleme im Jugendschutz. Und es ist aber auch ein Jugendhaus oder ein Jugendheim, ein Jugendhaus, wo dann auch standesgemäß schon der Storch kommt, für die Kinder zu bringen. Ja, viel Liebe am Detail. Da arbeitet man zeitlang hin, bis so ein Modul fertig ist. Ja, das ist aber auch einfach die Ideen zu haben, sowas zu machen. Und hier wollte ich ursprünglich eine Burg machen. Da hat dann ein Bekannter gesagt, ihr mit euren blöden Burgen immer, macht doch einfach mal ein Kloster oder ein Stift oder sowas hin. Daraufhin kam die Kirche mit dem entsprechenden Haus dabei. Und wie man sieht, ist natürlich auch die Mönche. Hier sind 3 Mönche und dabei natürlich auch eine Nonne. Jetzt kann sich ja jeder aussuchen, was die Nonne da macht. Sie wird bekehrt. Hier nochmal das eine Modul, was bei der Burg dabei kommt für den Goliath. Ist noch nicht ganz fertig, die Elektrik fehlt noch. Hier war natürlich, was mache ich in den Ecken? Da kam der Klostergarten mit einer schönen Mauer, die es damals von Preiser gab. Und ich wollte aber nicht rechts und links einen Klostergarten machen, also kam, was gehört nochmal zum Kloster dazu? Auf der anderen Seite ein Friedhof. Und selbstverständlich, wenn man aus Bitburg kommt, kann man kein Auto vom Friedhofswärter holen, der von irgendwo herkommt. Da wurde das Auto auseinandergebrochen, schwarz gemacht. Und ich habe von einem örtlichen Bestatter den Namen auf die Seite gemacht. Und er meinte nachher auch, ja, du hast ja sogar bei dem Sarg die Hölzer drunter gemacht. Da sage ich, die müssen ja wohl drunter, sonst fällt der Sarg ja durch. Dann auf der anderen Seite, auf der einen Seite der Friedhof, auf der anderen Seite natürlich die Hochzeit, wo direkt eine Doppelhochzeit ist. Mit Kutsche und allem, wie das bei einer schönen Kirche auch sein sollte. Goliath muss ich jetzt noch kurz erklären. Das ist der große Kran von Märklin, der dann hier die Brücke wahrscheinlich hier komplett baut. Die Brücke ist auch hier auf einem Tieflader, wird angeliefert und wird dann mit dem Goliath, kann dann da dran eingehoben werden. Muss ich jetzt einfach sagen, es gibt ja manche Nicht-Modelleisenbahner, die zuschauen, denen der Goliath wahrscheinlich gar nichts sagt. Übrigens, das war der Goliath, den Märklin gebaut hatte, den ich da hatte. Das war der erste Goliath, das Ursprungsmodell, das ich bekam. Und das war bis heute auch mein teuerstes Modell. Damals 1200 D-Mark hat es gekostet. Und ich bin immer noch froh mit dem Teil. Das ist einfach nur genial. Und wenn man das reinfährt und kann dann mit der Fernbedienung, mit der CS3 alles bedienen, ist dann schon toll. Macht dann schon was her. Man darf Sie fahren, aber nicht, Sie haben gerade gesagt CS3, Sie fahren mit der CS3 von Märklin. CS3 haben wir hier.
haben wir vor kurzem nachgerüstet, weil die IntelliBox, die alte Steuerung, war uns nicht mehr genug. Es musste was Neues her und da war die CS3 genau das richtige, CS3 Plus sogar, mit der wir unsere Anlage sehr gut fahren können. Und es ist einfach ein Quantensprung gewesen von der alten Technik auf die neue. Man kann da ja auch komplett nicht nur Fahrstraßen schalten, sondern ganze Züge fahren lassen. Ablaufsteuerung habe ich auch schon mal in einem anderen Video gezeigt oder in einigen anderen Videos, was da tatsächlich dann möglich ist. Wobei bei uns natürlich die Steuerung von dem großen Bahnhof, den wir haben, richtig über ein Stellpult wie auch in einem normalen Stellwerk geht. Das heißt also, hier eine Fahrstraße schalten ist dann relativ einfach. Ich drücke hier Abfahrt und dann geht unser Signal hoch und wenn man Glück hat, fährt die Lok auch los. Können wir die jetzt mal eine Zeit lang verfolgen? Ja. Bevor wir uns dann noch ein paar weitere Details der Anlage anschauen. Kommt jetzt natürlich an einen Teil, wo wir noch am Bauen sind oder ich am Bauen bin. Hier soll ein kleines Dorf hinkommen mit ein bisschen Industrieanlage. Wobei ich hier natürlich den Teil 3D-Druck entdeckt habe. Zum Beispiel Mauerplatten, wie hier, habe ich mir selber zusammengestellt, wenn man das sieht, aus 6 einzelnen Teilen, die Mauerplatte zusammengesetzt, 3D-Druck. Jetzt ist natürlich das Problem, die Mauerplatten sollten teilweise um den Ecken gehen. Und da habe ich mir dann überlegt, die werden mit Hitze gemacht. Und wenn man mit einem Heißluftföhn sie leicht warm macht, dann kann man sogar die Mauerplatte nachträglich biegen und dann kommt man schön um Kurven rum. Hier ist jetzt natürlich noch ein bisschen Farbe dran, das ist jetzt von Sekundenkleber. Aber wie gesagt, wenn man hier schaut, mit einem Heißluftföhn bekommt man die Mauerplatten sehr schön in einer Biegung, wie man sich das selber vorstellen kann. Sodass also wie hier die Abfahrt dann schön gebogen ist und man nicht mit den blöden Karton machen muss, sondern richtig Mauerplatten, die dann auch wirklich was hermachen, werden jetzt nachher natürlich noch zusammengeklebt und dann natürlich noch farblich entsprechend behandelt. Da ist der 3D-Druck natürlich jetzt eine schöne Sache für die Modellbahner. Es gibt ganz andere Möglichkeiten. Dann ist hier ein Modul mit einem BW aufgebaut, das jetzt hier natürlich nicht angeschlossen ist. Nee, das BW ist im Moment nicht fahrbereit, weil hier sollen noch die ganzen Gleise angeschlossen werden. Wir haben aber schon mal, das BW besteht nachher aus 4 Teilen, ist auch unsere Normmodule, die auseinandergenommen werden, gestapelt werden können und dann können wir damit auf Ausstellungen fahren. Und wir haben sie halt eben gedreht, im Gegensatz zu den normalen Fahrmodulen, für auch eine gewisse Tiefe zu bekommen. Wie gesagt, hier ist natürlich einiges geplant mit, die Tore sollen automatisch zugehen. Hier ist ein Kran. Die beiden Kräne sollen sich nachher bewegen oder alle 3 sollen sich bewegen. Ebenfalls ist eine Wassertankstelle hier. Die soll dann auch mit Fernbedienung sich bewegen können, sodass wir also das Motto von uns, es soll sich was bewegen, hier wirklich mal umgesetzt haben, dass möglichst viele Teile in Bewegung sind. Und das sowohl auf Ausstellungen als auch hier. Ich habe vorhin auch schon gehört vom Vorsitzenden, dass hier in der Regel in der Vorweihnachtszeit ein Tag der offenen Tür ist und in der Regel auch rund um den Tag der Modelleisenbahn ein Aktionstag. Ich blende hier jetzt einfach auch nochmal die Homepage ein vom Verein, dass man nachschauen kann, wann die nächsten Termine sind, wann man sich hier wieder was anschauen kann. Jetzt haben wir hier wieder eines dieser Kehrschleifenmodule. Insgesamt haben Sie 5 Stück. 5 Stück haben wir, wobei wir nur 3 einsetzen können, aber also die meisten Kehrschleifen sind auch so gedacht, dass man als mehr oder weniger Schattenbahnhof machen kann, wie zum Beispiel bei dem Dorf. Ich fand es schlecht, wenn man dann mal, ein Zug kommt rein und derselbe kommt wieder raus. War einfach die Idee, ein anderer Zug soll rauskommen, wie reinfährt, fürs interessanter zu gestalten. Auch hier, gut, hier ist es jetzt oberirdisch, man kann einen Zug parken und einer fährt einfach im Kreis und kommt dann wieder zurück. Das ist auch eines unserer älteren Module, die auch mit Blocksteuerung jetzt noch sind. Das heißt also, wenn ein Zug zu viel drin ist, wird automatisch vorher geblockt, dass also keine Züge aufeinander fahren.
Und hier ein ganz neues Modul, das noch im Bau ist. Ja, da sieht man mal, wie es gemacht wird mit den Spanten. Und dann haben wir, damit es nicht ganz leer aussieht, einfach mal eine Grillhütte dahingestellt. Aber die kommt nachher weg, die ist nicht dafür vorgesehen. Aber da sieht man dann schon die Spanten, Landschaft, die Spanten, wie sie nachher hinkommen sollen. Die Berge dann zeigen. Das ist ein spezieller Schreiner bei uns, der hat sich auf sowas spezialisiert. Der macht das auch sehr gut und dadurch kommen wir sehr gut zurecht, dass Landschaftsbau kein Problem mehr ist. Und hier, wie gesagt, ist unser großer Bahnhof mit 7 Gleisen, 2 Durchfahrtsgleise und halt eben 5 Gleise mit Bahnanschluss. Ist auch so gemacht, dass Unterführungen, man kann sogar reinschauen in die Unterführung, dass man sieht, wie es durchgeht. Dass man tatsächlich gucken kann, wie es aussieht in einem richtigen Bahnhof. Wie gesagt, unsere Steuerung ist dann so ausgelegt wie in einem normalen Stellwerk. Dadurch kommt die CS3 natürlich nicht zum Tragen, aber man wollte es ein bisschen realistisch machen. Können wir nochmal einen Zug fahren lassen? Ja, aber die sicher. ganze Anlage ein bisschen, damit sich nochmal was rührt. Ja, es heißt ja auch bei den Modellbahnfreunden, es soll sich was bewegen. Und wenn man die richtigen Knöpfe drückt, dann bewegt sich auch was. Zeige ich einstweilen hier nochmal kurz eine Brückenbaustelle, weil die hier gerade nochmal neu, der Rostschutz neu aufgetragen wird. Und jetzt fährt hier eine Dampflok ab. Das ist die 50, die da fährt. Dann können wir hier tatsächlich nochmal einmal komplett die ganze Anlage zeigen. Ja. Dann haben wir hier einen schönen Abschluss. Während hier jetzt schon eine... Ich mache die nächste also schon nach. Die kommt jetzt dann im Prinzip zu früh. Die 218er, die hier dann schon losgefahren ist anscheinend. Ja. Und dann müsste es so sein, sie müsste normalerweise, da das Gleis ja noch nicht freigegeben ist, dann hier auch stehen bleiben. Das ist auch auf Rot. Und wenn die 50 dann durch ist, jetzt sieht man, sie hält automatisch an. Und wenn die 50 durch ist, muss die 218 automatisch weiterfahren. Hier. Schaltet das Signal wahrscheinlich dann gleich um. Jetzt ist schon grün. Ja. Da ist natürlich auch in dem Speichergleis unser Sponsorenzug. Dadurch können wir auch manchmal ein kleines bisschen Geld übers Jahr verdienen. Jetzt hat die Blocksteuerung dann natürlich noch nicht umgeschaltet. Und jetzt muss ich erst wieder mit einer Lok reinfahren, für die rauszuholen. Kommt jetzt noch. Jetzt sieht man natürlich schön die Blocksteuerung, wenn die Strecke noch nicht frei ist. Die kleine Lok kommt. Damit kriegt die 218 automatisch wieder das Signal grün. Und da sie jetzt noch nicht verlassen hat, muss die andere stehen bleiben. Und jetzt darf die wieder fahren. Hat geklappt. Das ist immer der spannende Moment. Manchmal passiert halt doch was. Ja, die Lok hat einen relativ langen Nachlauf. Wenn man dann zu spät drückt, dann rutscht sie schon mal über das Signal raus. Und das darf ja normalerweise nicht sein. So, dann fahren wir jetzt einmal da lang.
da wieder über unsere besonderen Brücken, auf die wir sehr stolz sind. Wenn man dann schaut, das ist wie bei der großen Eisenbahn, wenn sie über die großen Viadukte fährt, ist einfach ein schöner Hingucker. Dann natürlich wieder jetzt hier unter den Flughafen, einmal den Gleiswendel. Das Einfahrsignal ist schon geschaltet, sodass dieser Zug im Prinzip theoretisch, wie das bei der großen Bahn auch ist, ganz normal durchfahren könnte. Wir halten ihn aber jetzt hier an, weil wir doch einen anderen Streckenabschnitt befahren wollen. So, dann gehen wir mit dem auf den Streckenabschnitt um den ins Hafenmodul. Jetzt natürlich wieder an der Baustelle vorbei. Normalerweise sollte man da auch etwas langsamer fahren, aber heute mal ausnahmsweise heute nicht. Es ist schon späte Zeit. Der Modellbahnverein hat normal bis 22 Uhr. Er macht jetzt eh schon Überstunden für mich. Es ist jetzt schon aber das machen wir doch 22:10 Uhr. gern. Dann natürlich noch, damit man mal einblicken kann, vor allen Dingen für Kinder sehr spannend, wenn sie dann sehen können, wie der Zug da unten fährt und dann auf der anderen Seite wieder rauskommt. Übrigens, hier sind tatsächlich noch die Böcke von Goliath verbaut. Weil da wollte ich nicht die Originalböcke hinmachen, da habe ich die über 3D gemacht. Dann sehen wir hier jetzt auch nochmal den Bereich, bei dem hier diese Platten, diese 3D-Druckplatten geformt sind. Kann man das jetzt mal von der Seite her sehen. Und hier sehen wir auch ein paar Teile, die schon entsprechend zurechtgeschnitten sind. Hier sind sie auch schon eingebaut und wie gesagt, die Wölbung schön mit dem Heißluftföhn gemacht, was sonst über dem 3D-Druck wieder schlecht wäre. Hier auch ein abgebranntes Haus. Wobei das noch nachgearbeitet werden muss, denn die Wände, wenn es abgebrannt ist, sind nicht so schön. Das wird also noch nachgedunkelt. Auch hier habe ich schon Platten hingemacht, sind aber noch nicht fest. Gefällt mir noch nicht so richtig, wird aber dann auch noch gemacht. Hier kommt dann auch das K-System zum Einsatz? Oder nee, hier nicht. Weil hier habe ich keinen Kehrschleif eingebaut. Reicht der Platz nicht. Und wie gesagt, wer aus Bitburg kommt, muss natürlich eine Brauerei, eine bekannte Bitburger Brauerei nachbilden und dass die Bitburger auch schöne Waggons hatten, gehört das natürlich dazu. Aber wie gesagt, hier sind wir noch im Bau und wird irgendwann mal fertig werden. Immer Schrittchen für Schrittchen. Gut, dann bedanke ich mich beim Erich Weiler hier für die Vorstellung der H0 K-Gleisanlage, die mit einer Märklin Digitalzentrale in der Central Station 3 betrieben wird, dass er sich die Zeit genommen hat, mir das alles zu zeigen und auch ein bisschen Fahrbetrieb zu zeigen. Hat Spaß gemacht und ich wünsche viel, viel Spaß beim Bauen die nächsten Monate, Jahre
und viel Freude. Und ich hoffe auch, dass sie ein bisschen Nachwuchs kriegen im Verein, dass auch da dann die Jugend mehr Spaß an der Modellbahn findet. Das ist ja momentan oft das Problem, dass man zu wenige hat, die Spaß am Hobby finden. Aber es wird wieder besser. Ja, Ihnen auch vielen Dank und wir haben uns selbstverständlich gern die Zeit genommen, für Ihnen unsere Anlage zu zeigen. Es ist ja schließlich unser Hobby. Oder wie habe ich mal zu meiner Lebensgefährtin gesagt, ob ich jetzt abends in eine Kneipe gehe oder Modelleisenbahn baue, ist es so, wenn ich auf die Modelleisenbahn keine Lust mehr habe, die kann ich verkaufen. Ein getrunkenes Bier kriege ich nicht mehr verkauft. Also ist die Eisenbahn günstiger. Seitdem darf ich bauen, wie ich will. Gut, war ein schöner Abschluss. Dann bedanke ich mich und wünsche noch viel, viel Spaß. Danke auch.